Hallo liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals, vielen Dank für das Einschalten. Danke, dass Sie wieder dabei sind. In diesem Video möchte ich Ihnen 3 Stadtteile in Irkutsk zeigen, die für das Leben interessant sein könnten. Ich weiß, dass viele von Ihnen davon träumen, in einem eigenen Familienhaus mit Garten zu wohnen und dass Hochhäuser für Sie weniger attraktiv sind. Dennoch gibt es vielleicht Zuschauer, die lieber in einer Wohnung leben möchten. Alle 3 Stadtteile befinden sich auf der anderen Seite vom Stadtzentrum entfernt. Am Anfang des Videos sehen Sie den Stadtteil mit dem Namen Siedlung der Energietechniker, auf Russisch Poselok Energetikov. In der Sowjetzeit lebten hier die Bauarbeiter und Mitarbeiter des Wasserkraftwerks. Ich habe lange in diesem Stadtteil gelebt und kenne ihn daher sehr gut. Es ist wirklich ein bequemer Ort zum Leben, da es viele Einkaufsmöglichkeiten und eine sehr gute Verkehrsanbindung gibt. Mit dem Bus kommt man fast überall in der Stadt hin. Jetzt sehen Sie den modernen Wohnkomplex namens Atmosphära. Der Preis für eine Einzimmerwohnung liegt hier bei etwa 80.000 Euro. Allerdings gibt es in diesem Viertel auch alte sowjetische Gebäude, in denen Wohnungen für rund 40.000 Euro zu finden sind. Dieser Stadtteil eignet sich sowohl für Rentner als auch für Familien mit Kindern. Es gibt hier Schulen und Kindergärten. Deshalb schlage ich vor, dass Sie sich diesen Stadtteil selbst genauer ansehen. Vielleicht ist er für jemanden von Ihnen interessant. Ich bitte Sie, das Video bis zum Ende anzuschauen. Am Ende des Videos zeige ich Ihnen auch die Ankunft eines russischen Zuges aus Ulaanbaatar in Irkutsk. Außerdem stelle ich Ihnen noch 2 weitere Stadtteile vor, die ich Ihnen für ein Leben in Irkutsk empfehlen würde, falls Sie hier wohnen möchten. Abgesehen von Irkutsk kenne ich auch die Städte Krasnojarsk und Nowosibirsk sehr gut. Ich kann bestätigen, dass es in Irkutsk viele Sonnentage gibt und in der Nähe liegt der Baikalsee, den man in nur einer Stunde vom Stadtzentrum aus erreichen kann. Rund um Irkutsk gibt es wunderschöne Natur, die gut erreichbar ist. Der nächste Stadtteil, den ich Ihnen in diesem Video vorstellen möchte, heißt Akademisches Städtchen, auf Russisch Akademgorodok. Hier gibt es nur wenige moderne Gebäude. Der Stadtteil besteht hauptsächlich aus alten sowjetischen Plattenbauten, sogenannten Chruschtschowkas. Viele Wissenschaftler und Akademiker, die in Forschungsinstituten arbeiten, leben hier. Die Atmosphäre hier ist ruhig und gemütlich. Das akademische Viertel ist bekannt für seine vielen Bäume und die Parkanlagen. Ich kann diesen Stadtteil sowohl Rentnern als auch Familien mit Kindern empfehlen. Es gibt hier Kindergärten und Schulen, darunter die neue Schule Nummer 19, die erst kürzlich gebaut wurde. In diesem Video zeige ich Ihnen einige Gebäude und die Umgebung in diesem Viertel. Das ist jedoch nur ein Teil des akademischen Viertels.
Es ist sehr groß und ich habe mich darauf beschränkt, den zentralen Bereich vorzustellen. Hier befindet sich auch das Hotel Akademicheskaja, in dem es eine günstige Kantine gibt. Jeder kann dort essen, auch wenn man nicht im Hotel wohnt. Die Verkehrsanbindung dieses Stadtteils ist gut. Das akademische Viertel liegt nur 2 Bushaltestellen von der Siedlung der Energietechniker entfernt. Die beiden Stadtteile sind Nachbarn. Der dritte Stadtteil, den ich Ihnen heute zeigen möchte, heißt Soyuz. Genauer gesagt geht es um einen großen Wohnkomplex namens Soyuz, der aus mehreren Hochhäusern besteht. Der Bau des Komplexes ist noch im Gange. Die Wohnungspreise sind auch hier recht hoch. Für eine Einzimmerwohnung müssen Sie mit etwa 80.000 Euro rechnen. Die Autos, die hier herumstehen, zeigen, dass die Mittelschicht in diesem Viertel lebt. Der Wohnkomplex eignet sich für junge Leute und junge Familien, jedoch weniger für ältere Menschen. Für Rentner würde ich dieses Viertel nicht empfehlen, da es nur wenige Spazierwege und kaum Grünflächen gibt. Hier befinden sich Lebensmittelgeschäfte, Cafés und ein Fitnessstudio. Ein Nachteil dieses Viertels ist die schlechte Verkehrsanbindung. Es gibt zwar eine Bushaltestelle in der Nähe, aber nur wenige Busse halten dort. Und diese fahren alle nur in eine Richtung, ins Stadtzentrum. Es ist besser, ein eigenes Auto zu haben, wenn man hier leben möchte. Insgesamt hinterlässt dieses Viertel jedoch einen positiven Eindruck. Es ist sauber, ordentlich und gut organisiert. Ich schlage vor, dass Sie sich die Gebäude in diesem Wohnkomplex selbst ansehen. Wenn Sie Fragen zu diesen 3 Stadtteilen haben, können Sie diese gerne in den Kommentaren stellen. Wenn ich die Antwort weiß, werde ich sie Ihnen gerne geben. Vielen Dank, dass Sie meine Videos regelmäßig ansehen und sich für das Leben in Sibirien interessieren. In Irkutsk ist der Winter eingezogen. Es hat bereits geschneit und dieser Schnee wird bis zum nächsten Frühling liegen bleiben. Ich liebe Irkutsk, weil die Stadt so viele Sonnentage im Jahr hat.
Letzten Winter habe ich in Novosibirsk verbracht und kann mit Sicherheit sagen, dass Irkutsk wirklich eine Sonnenstadt ist. In Novosibirsk gibt es viel mehr Schnee und es schneit dort oft. In Irkutsk gibt es weniger Schnee und Schneefälle sind seltener. Dafür kann man hier fast jeden Tag den blauen Himmel und die Sonne sehen. Das ist ein großer Unterschied zwischen Irkutsk und Novosibirsk. Am Ende dieses Videos sehen Sie die Ankunft des Zuges aus Ulaanbaatar in Irkutsk. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gut geholfen hat, einen objektiven Eindruck von der Stadt Irkutsk zu bekommen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, lade ich Sie gerne ein, die Stadt im Sommer zu besuchen. Im Stadtzentrum gibt es viele Holzhäuser. Einige sind in schlechtem Zustand, aber viele wurden saniert und sehen jetzt sehr schön aus. Ich wünsche Ihnen alles Gute, liebe Zuschauer. Wir sehen uns bald in neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal wieder. Bis bald. Tschüss.